Hallo, Andi hier. Heute zeige ich euch, wie ich finde, eine super Übung für Einsteiger, die geeignet ist, um etwas Abwechslung in die immer gleichbleibende Hi-Hat zu bringen. Es wird eure einfachen Standard-Grooves um einiges erweitern und interessanter klingen lassen. Ich bin der Andi und auf meinem Kanal gibt es immer Tipps und Übungen, um dir das Schlagzeuglernen zu erleichtern. Auf meinem Kanal erwarten dich Inspirations-, Motivationsvideos und Videos mit Tipps und Tricks oder Erklärvideos wie dieses hier. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren und gib mir einen Daumen nach oben, um weitere Videos für dich machen zu können. Also viele Schlagzeuganfänger wollen immer so viele Drum Grooves wie nur möglich in kurzer Zeit lernen. Dabei vergessen sie aber oft, dass der Grundbeat ja eigentlich immer derselbe ist. Aber es wie in diesem Video nur kleine Veränderungen gibt, die es dann eben ausmachen, um die Grooves oder Rhythmen interessanter klingen zu lassen. Damit meine ich, wenn wir ganz einfach mal ein paar Sachen auf der Hi-Hat verändern, wird das Ganze schon viel fortgeschrittener klingen. Und in der heutigen Lesson zeige ich euch eine Übung, um eure Standardrhythmen mal etwas zu pushen. Und vielleicht auch mal eine kleine Anmerkung zu einer gewissen Einstellung. Ich lasse den Grundbeat im heutigen Video immer gleich und ihr könnt euch dann selber mit euren Lieblingsgrooves beschäftigen bzw. das Ganze dann üben. Also ich spiele die Bassdrum immer auf der 1, 2, 3 und der 4. Die Snare spiele ich immer auf der 2 und 4 und dazu die Hi-Hat als Achtelnoten. Das klingt dann so. So, nun zeige ich euch eine Übung, um mehr Abwechslung in eure Hi-Hat zu bringen. Eigentlich spielen wir ja entweder Achtelnoten oder Sechzehntelnoten auf der Hi-Hat. Aber was ist, wenn wir das Ganze mal mischen und dabei den Grundbeat aber bestehen lassen? Also wir fügen systematisch als Übung immer Sechzehntelnoten mit ein. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, die wir jetzt durchgehen können. An sich ist diese Übung nicht schwer und recht schnell umsetzbar. Aber aus meiner Erfahrung heraus sind oft die einfachen Sachen die Sachen, die am besten klingen und später auch in einer Band Sinn machen, sie dann einzubauen, auch wenn es im Song vielleicht gar nicht vorkommt. Denn wenn es dann zu kompliziert wird, ist es schon wieder Musik für Musiker oder es stört den anderen Mitmusiker, wie zum Beispiel den Gitarristen. Als erste Übung spielen wir zuerst am Anfang Sechzehntelnoten mit beiden Händen und wechseln dann aber wieder zur Achtel-Hi-Hat. Und da ist es schon mal so, dass wir den ersten Snare-Schlag nicht mehr mit links, sondern mit der rechten Hand spielen, was auch einen optischen Eindruck hinterlässt. Man darf nicht vergessen, dass vieles, was man so in Videos oder dann live bei den Drummern sieht, ja nur optisch irgendwie anders aussieht, als wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Und das ist wirklich sehr oft bei einigen Schülern auch so, dass sie dann oder sich wundern, wie der eine Drummer das macht und ich ihm dann zeige, ja, pass auf, der spielt das jetzt einfach nur so und dann die Erkenntnis kommt, ach ja, eigentlich das gleiche, nur eben anders aufgeteilt. Wir kochen alle nur mit Wasser. Und das Ganze klingt jetzt so. Das Ganze können wir jetzt an allen Vierteln, also der 2, 3 oder 4 auch anwenden. Und immer darauf achten, dass ihr die richtige Hand für eure Snare benutzt. Ist für den Einsteiger anfangs etwas schwieriger, da die dominante Hand oder die Führungshand auf einmal die Snare anspielt und dann der Wechsel kommt. Das Ganze hört sich dann so an. Ihr könnt auch das Ganze mal als Halftime anwenden.
Also da spiele ich jetzt die Bassdrum nur noch auf die Zählzeit 1 und die Snare auf die 3 und arbeite wieder alle Möglichkeiten durch. Beziehungsweise könnt ihr das Ganze dann auch in 32 denken, je nachdem auf welchem Stand ihr gerade seid. Was ihr dann auch versuchen könnt, mal Akzente mit einzubauen. Also entweder auf der Hi-Hat selber oder mal auf dem Splash-Becken und so weiter. Und vielleicht noch mal kurz zu dem Thema, wie schwer muss was sein. Da haben viele immer eine falsche Einstellung, wie ich finde. Erstens muss es zur Musik passen und zweitens ist es ja das Ziel, in einer Band Musik zu machen oder mit einer Band Musik zu machen. Und da ist das Gesamte wichtig. Nicht der einzelne Drummer, der dann alles zuballert mit irgendwelchen Fills oder sonstigen. Und solche Sachen kann man auch problemlos einsetzen, egal ob es jetzt in dem einen Song vorkommt oder nicht. Aber man hat was, um vielleicht Abwechslung, vor allem live, einzubringen. Oder wie vorher gesagt, auch mal optisch was zu verändern. Denn live gibt es ja nicht nur den Zuhörer, sondern auch den Zuschauer, der ja was sehen will. Auf einer bestimmten Art sind wir trotzdem immer Entertainer auf der Bühne. In diesem Sinne hoffe ich konnte euch mit dieser Übung, aber auch die Denkweise wieder was mit auf den Weg geben. Und wenn du neu bist, dann lass ein Abo da, supporte den Kanal mit einem Kommentar und einem Daumen nach oben. Bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Video.